Hallo, heute geht es darum, wie Endometriose entsteht. Wenn man Endometriose verstehen möchte, ist es wesentlich von Vorteil, wenn man sich überlegt, wie sie entstehen kann. Die Entstehung der Endometriose beginnt schon viel früher, als die meisten annehmen. Das Thema ist etwas theoretisch und trocken, also schnappt euch vielleicht eine Tasse Tee und los geht's. Und gleich eines vorneweg: Es gibt unzählige, unsägliche Diskussionen darüber, wie Endometriose entsteht und dass die gängigen Erklärungsmodelle doch überhaupt nicht zutreffend seien. Hier möchte ich ganz klar sagen, es gibt garantiert nicht nur eine Erklärung, die alle Formen von Endometriose erklären kann. Heute möchte ich mit euch die Variante anschauen, die aus meiner Sicht in den meisten Fällen die Entstehung der Endometriose gut erklären kann. Es ist die sogenannte Archimetrose-Hypothese, welche von Gerhard Leyendecker und seinem Team aufgestellt wurde. Der Begriff Archimetrose-Hypothese rührt daher, dass die Endometriosezellen nach diesem Modell aus der inneren Schicht der Gebärmutter stammen, die von Leyendecker auch als Archimetra bezeichnet wird. Gemäß dieser Archimetrose-Hypothese gibt es verschiedene Schritte, die dazu führen, dass die Endometriose entstehen kann. Als erstes kommt es bereits in der embryonalen Entwicklung, das heißt, wenn das Kind in Mutterleib heranwächst, in einem sehr frühen Stadium zu einer Fehlanlage oder irgendeiner Störung bei der Bildung der Gebärmutter. Das führt dazu, dass die Gebärmutter später nicht so funktioniert, wie sie im Idealfall funktionieren sollte. Es ist allerdings völlig unklar, was genau diese Störung verursacht oder worin sie besteht. Diese Annahme basiert einzig darauf, dass wir später eine Funktionsstörung bei der Gebärmutter beobachten können. Diese Funktionsstörung äußert sich durch eine sogenannte Dysperistaltik. Auch die Gebärmutter als starker Muskel hat eine Peristaltik, also eine normalerweise wellenförmig vorkommende Bewegung. Dysperistaltik bedeutet, dass diese peristaltischen Wellen nicht so funktionieren, wie sie sollten, sie sind schlechter koordiniert und zweitens, und das ist besonders wichtig, die Gebärmutter baut viel höhere Drücke auf, als notwendig wären. Die Gebärmuttermuskulatur krampft sich also extrem stark zusammen. In diesen Situationen wird dann die Muskulatur und auch die innere Schicht der Gebärmutter nicht mehr durchblutet. Es kommt zu einem Sauerstoffmangel. Sowohl diese starken Krämpfe wie auch der Sauerstoffmangel führen zu massiven Schmerzen. Zweitens, durch diese hohen Drücke erleiden die Zellen in der inneren Schicht der Gebärmutter immer wieder einen Sauerstoffmangel. Und das führt dazu, dass diese Zellen ein Rettungsprogramm aktivieren, das wir in unseren Genen haben. Als Reaktion auf den Sauerstoffmangel beginnen sie, sogenannte Angiogenese-Faktoren zu bilden. Faktoren sind Substanzen, die die Zellen in die Umgebung abgeben können und die dort ein Signal vermitteln. Angiogenese bedeutet Bildung von Blutgefäßen. Diese Zellen können durch den Sauerstoffmangel also die Fähigkeit erlangen, Blutgefäße dazu zu bringen, heranzuwachsen, damit sie sich selber wieder besser mit Blut und somit mit Sauerstoff versorgen können. Dieser ganz entscheidende Schritt wurde in dieser Dissertation von 2022 von Sarah Hoover zusammen mit Professor Menger aus Homburg an einem Mausmodell sehr schön dargestellt. Auf diesen Bildern sind Blutgefäße mit einem pink fluoreszierenden Farbstoff angefärbt. Auf dem ersten Bild sehen wir Zellen, die keinen Sauerstoffmangel hatten. Es geht ihnen gut und sie haben keinen Bedarf, neue Blutgefäße heranwachsen zu lassen. Es hat mäßig viele Blutgefäße, die wir auf dem Bild erkennen können. Auf dem mittleren Bild sind die Zellen, die eine gewisse Zeit einem Sauerstoffmangel ausgesetzt waren und Angiogenese-Faktoren gebildet haben. Wie wir sehen, finden wir hier viel mehr Blutgefäße. Und auf dem dritten Bild sind Zellen, die recht lange einen Sauerstoffmangel hatten. Die sind schlussendlich einfach abgestorben, da hilft dann auch kein Rettungsprogramm mehr, darum hat es hier praktisch kein Blutgefäß. Kurz zusammengefasst, durch diesen immer wieder auftretenden kurzzeitigen Sauerstoffmangel werden die Zellen der inneren Schicht der Gebärmutter befähigt, auch an Orten weiterzuwachsen, wo sie eigentlich nicht hingehören,
weil sie sich selber mit neuen Blutgefäßen versorgen können. Damit haben diese Zellen die Fähigkeit, Endometrioseherde zu bilden, die normale Zellen aus der Gebärmutterschleimhaut nicht bilden könnten. Drittens, aufgrund der hohen Drücke entstehen gemäß der Archimetrose-Hypothese Schädigungen im Gewebe der Gebärmutter. In unserem Körper hat es an verschiedenen Stellen Grenzschichten, die Zellen davon abhalten, einen gewissen Bereich zu verlassen. Die Grenzschicht zwischen der inneren und äußeren Schicht der Gebärmutter wird durch die hohen Drücke geschädigt und Zellen können verschleppt werden. Viertens, als erstes auf dem Weg von der inneren Schicht der Gebärmutter nach außen landen diese Zellen in der Gebärmuttermuskulatur und bilden dort Adenomioseherde. Adenomioseherde sehen unter dem Mikroskop gleich aus wie Endometrioseherde. Und Adenomiose kommt sehr häufig vor, wenn auch eine Endometriose besteht. Nun ist auch klar, warum das so ist. Und fünftens, wenn die Zellen auf ihrem Weg außerhalb der Gebärmutter landen, dann bilden sie dort schlussendlich die Endometrioseherde. Wie ihr seht, die Archimetrose-Hypothese erklärt, dass eben eine Endometriose mehr als eine Endometriose ist. Es müssen nicht unbedingt sichtbare Endometrioseherde vorliegen, damit diese Krankheit vorhanden sein kann. Um diesen zentralen Punkt des Verständnisses dieser Krankheit hervorzuheben, haben verschiedene Leute, darunter natürlich Gerhard Leyendecker, aber auch Silvia Mechsner von der Charité in Berlin vorgeschlagen, diese Erkrankung Archimetrose zu nennen. Die Archimetrose-Hypothese erklärt aus meiner Sicht sehr gut in den meisten Fällen, wie die Endometriose entsteht. Aber es ist auch klar, dass wir nicht alle Situationen damit erklären können. Es ist zum Beispiel ganz sicher möglich, dass direkt aus Keimzellen im Eierstock Endometriose entsteht. Dass direkt aus Keimzellen Endometriose entstehen kann, ist aus meiner Sicht übrigens auch die Erklärung, warum es einige Männer auf dieser Welt gibt, die Endometriose in ihren Hoden haben. Wie ihr seht, es gibt sicher nicht nur eine Erklärung und einen Weg, wie Endometriose entsteht, aber die Archimetrose-Hypothese ist eine wichtige Grundlage für ein ganzheitliches Verständnis dieser Erkrankung. Das war's für heute. Wenn ihr mehr von diesem Thema erfahren möchtet, dann findet ihr noch einige Endometriose-Videos von mir in meinem Kanal. Damit auch andere besser verstehen, wie Endometriose funktioniert, teilt bitte dieses Video, gebt mir ein Like und ein Abo und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank!